Hallo zusammen. Wir sprechen heute mit Professor Timo Rieke von der Fakultät Gestaltung an der HAWK, der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst in Hildesheim. Er ist außerdem Teil des IIT, des Institute International Trend Scouting an der HAWK. Mit dem IIT haben wir von RAL zusammen den Trendbericht RAL Color Feeling 2020 Plus entwickelt. Herr Professor Rieke, Farben haben unterschiedliche Einflüsse auf den Menschen. Sie können polarisieren, sie können differenzieren und den einen oder anderen sogar vielleicht verführen. Wie beeinflussen Farben unseren Alltag denn noch? Mhm. Also spannend finde ich drei grundlegende Prinzipien. Einmal Funktion, Sensualität und Kultur. Farben helfen auf funktionaler Ebene, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Das ist, was ist wichtig und was ist unwichtig. Farben rühren uns auf sensueller Ebene an und wirken synästhetisch. Sie wirken laut oder leise, kalt oder warm. Außerdem erkennen wir in der Farbe kulturelle Bedeutungen. Unsere Studentinnen und Studenten sind zum Beispiel weltweit unterwegs, um die Farbkultur der Länder zu erforschen. Farben sind also absolut verwoben mit unserem Alltag und dem Besonderen. Jetzt hat das IIT zusammen mit RAL Anfang des Jahres den Trendbericht RAL Color Feeling 2020 Plus veröffentlicht. Was bleibt denn in der aktuellen Situation nach Corona von diesem Trend noch übrig? Ja, also Mitte 2019 haben wir angefangen, den Trendbericht zu produzieren, also etwa vor einem Jahr. Dabei geht es um die Integration von digital und analog. Die Stichworte sind Einfachheit, Reduktion, pure Formen und perfekte Oberflächen. Die Farbwelt ist also eher vertraut, weil Wohlbefinden und Gesundheit eine wichtige Rolle spielen. Wir denken, dass sich diese Trends in der Pandemie und auch danach noch verstärken werden. Mhm. Aber generell kann man ja schon sagen, die Welt der Trends ist ziemlich hart getroffen. Viele Messen oder fast alle Messen aktuell werden und wurden abgesagt. Und die Bildwelten, die wir so sehen, entsprechen wahrscheinlich zu einem großen Teil noch der Vergangenheit. Wie würden Sie denn das Szenario der Zukunft beschreiben? Ja, wir sind natürlich gerade dabei, dieses Szenario zu entwickeln und werden auch vom Entwicklungsprozess weiter berichten. Zum Beispiel haben wir eine neue digitale Arbeitstechnik entworfen, die es uns ermöglicht, noch besser zu arbeiten als vorher. Also das Scouting und Monitoring, also Sammeln, Beobachten und Auswerten, funktioniert damit eigentlich noch besser als gewohnt. Mhm. Die Megatrend-Matrix des letzten Trendreports zeigt, dass die Trends sich sogar verstärken. Themen sind selbst in der Krise immer noch gültig. Und das liegt vielleicht daran, dass uns längerfristige Zyklen und grundlegende Gestaltungskriterien als Basis für unsere Studien so wichtig sind. Sie haben eben am Anfang davon gesprochen, Ihre Studentinnen und Studenten reisen zum Teil um die Welt, um die Farben der Länder zu erforschen. Jetzt gilt Deutschland ja so ein bisschen, ja, sagen wir, als Weißland. Weshalb ist Farbe denn in Zukunft dann so wichtig? Naja, Farbe entscheidet oft darüber, ob wir etwas mögen oder als stimmig und qualitätvoll wahrnehmen. Unsere Reaktion auf Farbe ist affektiv, so wie wir unvermittelt auch auf Musik reagieren. Insofern sehen wir in der Wahrnehmung von Farbe ein Prinzip, das unsere Welt visuell strukturiert. Und als solches ist die Farbwahrnehmung mindestens genauso bedeutend wie etwa die Sprache. Es ist also eine kulturelle Entscheidung. Welche Rolle würden Sie sagen, spielen diese Gedanken dann beim nächsten Trendbericht RAL Color Feeling 2021? Ja, um bei der Sprache zu bleiben. Die Reihe Color Feeling ist quasi eine Übersetzungshilfe und ein Arbeitswerkzeug für Designer und Architekten, die zeitbezogen und wahrnehmungsbasiert arbeiten wollen. Okay, dann sind wir mal gespannt auf den nächsten Trendbericht 2021. Herr Professor Ricke, ich sage Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und das kurze Gespräch. Bleiben Sie gesund und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.